Okay, ja, Lernen von Lust, Lernen über Lust. Vielen Dank für die Einladung, dass wir diese Konferenz eröffnen dürfen. Wir haben in den letzten 2 Wochen, also wir Luststreifen, Gabi und Anaïs, wir haben uns mit Lust auseinandergesetzt auf verschiedenen Ebenen. Was wir heute erzählen im Gespräch oder auch ein bisschen so Wissen sharen ist noch sehr unabgeschlossen. Es ist so wie eine Momentaufnahme und ja, vielleicht ganz kurz, wir sprechen oder ich beginne mit Lust im etymologischen Sinne. Also was sagt eigentlich Duden dazu? Wo findet man das Wort? Wenn man in der Zeit zurückgeht, dann die Lust im Luststreifen, Filmfestival-Kontext. Also warum haben wir Lust im Namen? Danach werden wir so zum Thema Lust und Arbeit oder der Weg zur Lust, der für uns Arbeit bedeutet, übergehen und der Schluss ist dann so Lust und Dekolonialisieren als Thema. Ihr findet auch eine Further Reading List. Was ist der Link so unter Konferenz oder das kann man vielleicht auch noch? pilzwellelust.earth. Und dann Konferenz. Genau. Okay, genau. Da gibt es noch, das ist auch, wir haben nicht alles gelesen, aber es ist so eine Sammlung von, was uns interessiert, was zum Thema passt, das wir auch schon kennen. Und so. Genau, ich bin seit 4 Jahren bei Luststreifen Filmfestival, vor allem in der Produktion tätig. Das bedeutet, das ganze Rahmenprogramm gehört mehr oder weniger zur Produktion und mache vor allem im Moment die Kuration für die Lustart. Ah ja, und mein Name ist Anaïs Stein. Ich verwende die Pronomen sie, ihr. Magst du dich kurz vorstellen? Ich heiße Gabi Soliman oder Gabriela Soliman. Ich bin auch mega froh, hier zu sein und werde auch immer wahrscheinlich zwischen Englisch und Deutsch wechseln, because it's just my comfort and I'm doing it already. I've been at Luststreifen now for half a year? No, less than half a year. Yeah. I don't use any pronouns, and yeah, that's pretty much all I have to say about myself. You're doing what in I'm doing PR at the moment, so I'm in the media team, developing the campaign, and just pflegen our Medienpartnerschaften. So right now, it's lots of emails and calls. That's my job. I felt it already. Yeah. See what you're doing. Okay, wonderful. Luststreifen Filmfestival ist vom 30. September bis 3. Oktober, also das muss eingeschrieben werden. Wir freuen uns über euren Besuch. Es wird fantastisch. Wir hoffen, dass die Pandemie uns in diesem Jahr ein bisschen weniger berührt, aber ich glaube, das hoffen alle Menschen, die mit, ja nicht nur Kultur, einfach alle Menschen. So, Lust. Ich mache auch noch an der Uni Deutsche Philologie und jüdische Studien und deswegen ist für mich ein Wort auch immer sehr spannend, um so zu schauen, woher kommt das, was bedeutet es. Was sagt Duden? Das ist sehr lustig. Duden ist ja immer sehr präzise, aber auch sehr so eingeschränkt. Es gibt wie 2 Ebenen. Die eine ist mehr so das innere Bedürfnis, etwas Bestimmendes zu tun, haben zu wollen, auf die Befriedigung eines Wunsches gerichtetes Verlangen oder auch aus der Befriedigung der Erfüllung eines Wunsches dem Gefallen an etwas Entstehendes, angenehmes, freudiges Gefühl, gesteigerte Freude, Vergnügen. Und dann haben wir wie die zweite Ebene oder die andere Ebene, die wahrscheinlich auch als Assoziation bei den meisten Menschen passiert. Es ist das heftige, auf die Befriedigung sinnlicher, besonders sexueller Bedürfnisse gerichtetes, triebhaftes Verlangen oder auch aus der Befriedigung sinnlicher, besonders geschichtlicher Genüsse entstehendes Gefühl, also Erfüllung einer Begierde, Wollust. Diese Definition ist schön und gut. Ich habe das mit hineingebracht, weil ich finde, dass wir auch wieder das verlassen sollen oder können oder müssen. Lust ist noch viel, viel weiter. Und genau, einfach mal so als Grundlage. Ich habe dann weiter geforscht im das Wörterbuch der deutschen Sprache und bin da bis ins 9., 8. Jahrhundert zurückgekommen oder eigentlich dann noch weiter, aber im germanischen, deutschsprachigen Kontext ist im Althochdeutschen das Wort Lust so an sich zu finden, das Verlangen, Wohlgefallen, Freude, Genuss oder sinnliche Begierde bedeutet.
Dann haben wir auch so Komposita, also Zusammensetzungen von 2 Wörtern wie Firin, Lust, das dann mehr mit Begierde und Wollust verknüpft wird. Und dann können wir auch ins 8. Jahrhundert zu Unlust oder Urlust und da sind wir dann so bei der Konnotation Ausschweifung. Es geht noch weiter zurück in Altirisch, Altslawisch oder Altindisch-Griechisch. Da bin ich mir mit der Aussprache überhaupt nicht sicher, aber im Altindischen gibt es das Wort oder die Wurzel lasati und da impliziert es begehrt oder hat Verlangen nach. Und dann haben wir noch das Griechische mit lilaiestai, das heftig begehren, sich sehnen, verlangen bedeutet oder auch im Lateinischen mit lascivus, mutwillig, ausgelassen, zügellos, üppig, geil. Also es ist sehr divers und es geht in viele verschiedene Richtungen, aber nichtsdestotrotz, das Wort gibt es doch schon ziemlich lange. Dann haben wir auch all diese Abänderungen von Lust, ich, wir haben Lüstling, Lüsternheit, das Lustspiel, Gelüsten, der Lustwandel oder Belustigen. Also es gibt da auch ganz viele schöne Abwandlungen, die teilweise eher so in die Richtung begierig geil gehen und andere, wie lustig ist für uns sehr auch vielleicht von der Sexualität befreit konnotiert. Genau, und einfach mal so ein bisschen um dieses Wort einzuordnen, um da einen Boden zu bilden. Luststreifen Filmfestival. Ich gebe ein bisschen Hintergrundinformationen. Ich glaube, ich habe dir auch schon mal ganz viel dazu erzählt, ja. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil es gibt gar nicht so viel öffentlich zu finden, meine ich. Es ist vor 14 Jahren gegründet worden von der HABS, das ist die homosexuelle Arbeitsgruppe Basel-Stadt. Die Idee war nie, ein reines Filmfestival zu machen, sondern mehr so diese Veranstaltung, um für sich etwas zu machen, sei es jetzt ein Filmabend oder auch mit Konzerten verknüpft. Es begann sehr, sehr klein, alles so um das neue Kino herum und ist dann immer mehr gewachsen, wurde von der sehr schwulen, lesbischen Basis dann queer, feministisch über die Jahre. Das Festival in dem Sinne fördert eine Vielfalt und die Inklusion in der Gesellschaft und es ist auch irgendwie einfach ein Ort, um zusammen zu sein, also sich gegenseitig zu feiern. Luststreifen ist auch ein sehr freudvolles Ereignis. Und natürlich geht es darum, starre Grenzen zu sprechen. Es sind Menschen eingeladen, die eigenen Macht- und auch Ohnmachtspositionen zu reflektieren und verschiedene Lebensentwürfe und alle menschenmöglichen Daseinsformen wertzuschätzen und zu berücksichtigen. Luststreifen ist das zweitgrößte queer-feministische Filmfestival der Schweiz. Wir zeigen Spiel- und Dokumentarfilme. Ja, I didn't know either. Ich glaube, Pink Apple ist noch irgendwie größer und älter, aber ich bin mir gar nicht queer. Sicht in Bern ist eben auch noch groß. Anyway, das zweitgrößte sind wir offenbar. Ja, aber die sind queer-feministisch, geht schon auch in die Richtung, aber vielleicht ist die Größe noch nicht ganz dementsprechend. Genau, weil dann gäbe es noch La Fête du Slip in Lausanne und jetzt das Schamlos in Bern. Also es wird auch immer vielfältiger, habe ich das Gefühl. Es kommt langsam. Aha. Wie heißt das, La Fête? La Fête du Slip. Du Slip? Also dieser Slip. Ah, nicht Sleep. Kein Insomnia. Alle gehen dorthin nur um zu schlafen. Das wäre mal was, ja. Warum nicht ein Festival daraus machen? Entschuldigung, wir haben es falsch verstanden. Das wäre wunderbar. Dann die Filme laufen dann einfach so durch und Menschen schlafen. Ja, mal mehr, mal weniger. Genau. Ja, also wir haben neben den Spiel- und Dokumentarfilmen auch Kurzfilmblöcke, nämlich die Fictional Porn und Queer Shorts. Die werden auch mit Awards noch also ins Rennen geschickt und prämiert. Wir haben ein fantastisches Rahmenprogramm, das benenne ich jetzt mal fantastisch, weil ich da dazugehöre. Und dann gibt es natürlich die Lustart, diese queere Kunstausstellung, die jetzt zum 3. Mal stattfindet, die Raum bietet für queere KünstlerInnen, die ansonsten wenig Sichtbarkeit haben oder dann in so diese, wir machen jetzt AIDS und darum brauchen wir Queer Artists, that's it. So. Also es geht weg von dem. Und wir werden auch Panel-Diskussionen haben, vermutlich in diesem Jahr zur Porn-Landschaft der Schweiz.
So. Die Namensgebung, die InitiantInnen, die wollten keinen Namen, der mit den üblichen so schwul-lesbischen Klischees spielt, sondern eher etwas Offenes, Positives, das irgendwie auch gut beschreibt, gut klingt. Und dann kam eben Luststreifen ins Spiel. Also wir haben einerseits den Filmstreifen, der für sich selbst spricht, für das Luststreifen Filmfestival. Wir haben die Schaulust, also einerseits ein Publikum, das kommt, um etwas zu sehen, die allgemeine Basis, die ein Filmevent auch impliziert, dass Menschen kommen, sei es aus voyeuristischen Gründen, wenn dann auch Porn-Shorts gezeigt werden oder einfach aus Interesse, aus Neugier, aus sich identifizieren oder wiederfinden wollen in Realitäten, die ansonsten so à côté oder gar nicht sichtbar sind. Luststreifen hat auch diese Lust, Realitäten zu zeigen, die eben nur am Rande, also die Randthemen sind, diese Sichtbarkeit herzustellen und auch einfach so, und nicht nur so das Positive von, es ist eine Folkstory einer Drag Queen und es ist alles toll und verspielt und schön und irgendwie powerful, sondern ja, es gibt so viele nicht so positive Geschichten, die eben Luststreifen auch zeigt. Und ja, es ist auch eine aktivistische, politische Ebene, die Lust, diese heteronormativen Strukturen zu dekonstruieren und vor allem aber auch den Raum zu öffnen, also zur Diskussion einladen durch Konfrontation, sei es passiv oder aktiv, dass Menschen sich mit etwas auseinanderzusetzen beginnen, denken, never thought about this. So. Genau, und dann haben wir auch noch die ganz klar sexuelle Ebene, die vielleicht mit Porn verknüpft ist, und der Luststreifen ist auch diese feine Haarlinie zwischen Bauchnabel und Pubic Hair, also das spielt natürlich auch noch mit hinein. So viel habe ich zu Luststreifen Filmfestival herausgefunden. Yes, second part, more or less. Vielleicht habt ihr euch gewundert, Lust und Arbeit ist so etwas, das man nicht unbedingt miteinander verknüpft oder sogar als konträr bezeichnet, versteht, im Sinne von Lust ist immanent, ohne Zwang, es ist verspielt, es macht Freude, und Arbeit ist das Gegenteil, es ist Zwang, meistens man muss sich irgendwie investieren, Energie investieren und Zeit nehmen, und das ist hier, oder es beginnt jetzt auch ein sehr persönlicher Teil von uns beiden, also wir gehen sehr von uns aus, das heißt, wir sprechen jetzt nicht für die ganze queere Community oder für Finta, also Frauen, Intermenschen, nicht-binäre Menschen, Transmenschen und Agender-Menschen, sondern es geht wirklich basically um uns, von uns, unsere Erfahrungen. Ich habe auf Instagram noch so eine Umfrage gemacht zu: Wie verknüpft ihr Lust und Arbeit? Was bedeutet Lust überhaupt für euch? Und so weiter und so fort. Habe festgestellt, dass vor allem Männer Lust mit so primär dem sexuellen Kontext assoziieren, also dass für sie Lust sofort auch Sexualität bedeutet, auch in vielen verschiedenen Facetten, nicht nur irgendwie jetzt gerade im penetrativen Sinne, aber doch so, es ist Sexualität. Von eher weiblich gelesenen Personen kam das Offene, es ist sinnlich, es ist die Lust auf Leben, auf Kochen, auf Dinge, die mir Freude bereiten. So. Also das war spannend, schon mal so Tendenzen zu sehen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass für männlich gelesene Personen Lust sehr positiv konnotiert ist. Und bei uns im Gespräch hat sich dann auch schnell so gezeigt, dass Lust für uns Arbeit bedeutet, beziehungsweise der Weg zur Lust impliziert Arbeit. Nämlich müssen wir diesen Raum erschaffen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem unsere vielleicht sehr in dem unsere sexuelle Lust oder polyamore Lebensform, dass das nicht in ein Slut-Shaming abrutscht, in ein Porn-Projection, sondern dass wir wie irgendwie sprechen müssen oder viel Energie hineingeben müssen in etwas, damit wir uns sicher fühlen und diese Lust dann auch ausleben können. Und dann kam Education ins Spiel. Yeah. It's vor allem creating a safe space. I think the word safe space is something that is now like an up and coming word. I don't think I've ever heard it during my
teen years where it would have been a good place to start, which is why education came up, because, you know, going into the world of sex and sexuality and desire, it's scary. I mean, usually education is built on fear. That's how, you know, I'm remembering like film scenes where it's like a PE teacher and going, sex is bad. When you get pregnant, you die. You know, like, obviously not as in reality, it's not as dramatic, but it, you know, it goes a lot into, you learn about, okay, you have ovaries, you have a penis, you put those together, you get a baby, and you can also get really sick. And that's, and here's how to put on a condom. And that's kind of where it ends. You know, everything else when it comes to pleasure, or when it comes to what societally, what is it about? It's just not really, or in my experience, it just wasn't. That just wasn't a thing, I think. No, I don't think I know. Yeah, and like books were missing. We didn't have things to read, or films and novels, including certain stories. They just gave these very stereotypical pictures, you know, like how you have to behave. Or I mean, there is this Anleitung for girls how to do a blowjob, but there is no like instruction for. What book is this? It was terrible. Yeah, and it was like just, you know, educating young girls how to feel around their sexuality and how to behave, and I mean there is no instruction for male people how to give pleasure to a woman. So. Yeah, and funnily enough, I feel like the Thema also clitoris is like a boom right now. Like, I didn't know what a clitoris looked like until last year, or even this year, I think, which is really funny because I have one. And it's like you have this thing, and I think that there's this image of someone like looking at themselves with a mirror, and like when I first did that, it was a fucking alien for me. Like I wasn't You could prepared. not connect, or... No, especially, I mean, you know, identifying myself as non-binary since recently has also kind of discombobulated that, because you're not prepared on, if you don't identify with a woman and your femaleness, you just kind of don't know how to connect those things, because having a vulva and having that connotation between your legs, or that these politics between your legs is not chosen. Yeah, it's absolutely not chosen. And I know growing up, I would have much rather had nothing between. That's one of the things that I know most from growing up. I was like, what is this? Like, what? Why can't I just be smooth? Like with Barbies. That was my. I think that's where it came from. Yeah, and you know, going back to the Thema Aufklärung, for me that happened by myself, and which is labor at some point. Through porn, actually, at quite a young age, and that spirals false expectations, how it's supposed to look like when you have sex, and how you're supposed to look like, and all of this, and there was always a layer of like discomfort watching it, but also like curiosity. I don't know how you feel, or how you felt when you discovered, or if you probably did discover porn at some point. I mean, for me it was very much a revelation when I came to Luststreifen Film Festival, because there was queer feminist porn, so it was much easier to connect, or it actually became a pleasure to consume, to watch, to identify at some point. Before, I mean, I've seen it sometimes through my brother, like randomly, rarely, and it was weird, and I didn't fit with this
woman and this submissive way and this, I mean, mainstream porn is not a good education at all. And so for me, it was a lot about reading as well, reading books, finding also leaving Switzerland, living in a way the German-speaking area to educate myself differently, because especially, or maybe when it comes to language, just a small Exkurs, wir haben so viele negative Konnotationen, also im jetzt auch weiblich gelesenen Kontext von Schamlippen, die im Moment zu Vulvalippen umbenannt werden, versucht werden, so. Das Jungfernhäutchen, das sowieso ein Mythos ist, also das gibt es nicht, dass man eher vom Hymen spricht. Auch das Wort Penetration, das so stark konnotiert ist, das so stark One-Way ist, dass man viel mehr von Zirklusion sprechen sollte oder kann. Das ist so viel Arbeit, sich von dem zu lösen, dass man Worte anders benutzt oder Sprache auch teilweise neu erfinden muss und dann in einem Umfeld sich dann auch wieder befindet, das munter mit Schamlippen und Schamhaaren um sich wirft und das dann auch ausgehalten werden kann. Und Sprache ist auch so ein Punkt, der wirklich Arbeit bedeutet oder so Labor. Es ist Zeit, es ist Energie, wir sind auch viel am andere Menschen so educaten. Also das ist auch ein Punkt. Vielleicht davon haben wir auch noch gesprochen beim letzten Mal, oder? Ja, also for me, coming into a place of finding yourself and being in touch with yourself, which is like the central part of, for me, Lust, is you're at the center of that, and then everything happens around you. With every person, it's the same way. And going on, for example, for me, this journey with gender, what does it mean? What do I mean? What does it mean? That I've had to do a lot of answering questions. And Can you imagine? well, especially in my relationship with my partner, he has a lot of questions because he identifies as straight. So then me coming out as non-binary is for him, what do I do with that? Or like, what does that mean for me? What does that mean for my sexuality? And doing a lot of work as a person and kind of educating people that, hey, yes, I'm very female presenting, I'm very feminine, but that does not define how I see myself internally. I have this external world and this internal world, and it's obviously a lot of work, a lot of courage to be able to do that. To share anything, I feel like is work. Not just for Finta as well, now for my partner as well, questioning what is this for me, and does this auslösen something in him or in the world around me? Not everyone knows, so this is a little scary. Yeah, that's the work that I'm currently doing, and questioning what does that do for my sex life as well, because again, I've been socialized to where I know my body is supposed to do this one thing during sex, or this one... This performance. Yeah. Yeah, the performative aspect. I think before I enjoyed sex, it was a performance. It was like how loud can you moan, and how do you move so that you still look attractive. And that journey to, I don't care if I fart during sex, is very like... It takes time to open yourself up to that, and freeing yourself from shame that comes with it, which is another huge layer that you have to go through. Yeah, absolutely. You've been also talking the last time about this sexual peak, which female people have like much later, or like the discovery around sexuality, about this lust or desire. It's not like in the early 20s, right? No, or
well, Or it should starts be. maybe. I think it, or there's always I've always heard from lots of people that there's this, your sexual peak or your prime is, I think, in your late 30s or mid 30s, something like that. Something where that to me is kind of absurd, because that implies that as a female presenting person or as a person with a vulva, that you have to wait that long to enjoy the act of sex, or to enjoy lust, or to be able to live it, because, you know, there's a point in society where society stops seeing you as a sexual being and starts seeing you as a mother, and then no one cares what you do anyways, because, you know, yeah. Or, you know, you get to an age where societally, I guess, because we're surrounded a lot by social media and by media in general, that where women of a certain age become, I guess, invisible. But now, I mean, now it's changing. Now it's not that, or now it's not that actuel anymore, that's the case. But it was for a very long time. So that with the sexual peak, or no, you get to a certain level and then you can enjoy sex, because you don't care anymore anyways, you know, when you're in your 30 plus years, which is crazy. Yeah. Yeah, it's very interesting. Ich habe im Zuge dieser Instagram-Umfrage zu Lust und Arbeit und was sind die Assoziationen und so weiter und so fort, habe ich auch das mit Lust und Dekolonialisieren erfragt. Ist es stimmig für dich, wenn wir zu diesem Thema weitergehen? Ja. Cool. Und da gab es eine Erfahrung, dass ein Mann, ich habe nicht nachgefragt, aber ich lese diese Person als Mann, dass da zuerst die Frage nach dem Zusammenhang kam, also warum Lust und Dekolonialisieren. Und ich habe ein bisschen Kontext gegeben, und dann kam sehr schnell dann auch so ich paraphrasiere jetzt, kam so die Antwort von wegen, er verstehe immer noch nicht ganz, was das jetzt irgendwie zu tun hat, im Sinne von Kolonialismus sei ja so seit Ende 18. Jahrhundert abgeschlossen, und vor allem die Idee, dass jetzt auch junge Menschen, People of Color, Women of Color, mit diesem Thema noch zu tun haben oder interessiert sind, das sehe er nicht. Ich habe bis jetzt nicht geantwortet und fand das aber sehr, sehr spannend, also einfach so Hashtag Black Lives Matter und was alles sonst noch ist, aber habe es sehr spannend gefunden, und auch von anderen Menschen kam so dieses Lust und Dekolonialisieren, es war so ein Riesenfragezeichen, also da gibt es wie so kein Wissen, keine Basis irgendwie. Yeah, that's true. And for me, I'm BIPOC, which means Black Indigenous People of Color. I'm half South American and half Arab and white passing. So I feel like that's important for me to say in this context, because a lot of people don't read me as a POC, and I also didn't read myself as a POC for the longest time, because I grew up thinking I was white, which is, yeah. But what, you know, for me is big Fragezeichen, and I do wanna say that I don't speak for all BIPOC. I absolutely do not. I only speak for myself and my experience, again, because I have the privilege of being white passing. So a lot of what happens and the fetishization of BIPOC and all of that happens less to me than it happens to a lot of people I know. So I think I'm gonna read an extract from Decolonizing My Desire. It's a chapter
in the book of a person called Adrienne Marie Brown, and it's about sensuality and being black. So let's start. She says, since I was a kid, I have had a penchant and passion for touch on my body. This was sometimes shameful, sometimes wonderful, and deeply private from fairly on, as I received messages from family and neighbors that it wasn't right. It had only been as an adult, as I have witnessed every single child I have ever met come into pleasureful awareness of their bodies, that I have understood that it was a natural part of growing into my body. In my early 20s, I learned about pleasure activism. My self-touch took on a political power. I have traveled to other places, but where I have been celebrated immediately for my size, shape, my color. Not so in the US. But I realized that if I wanted to be truly radical in the world, truly see white and skinny as one way people are born, as opposed to the physical supreme, which pours over into every aspect of life, I had to decolonize my desire. I had to learn to desire myself, my body, my skin, my rhythms, my pleasure. The results were life-changing. This practice changed the way I dressed, the way I walked, the way I flirted, the way I made love to others, the way I spoke, because I had seen, heard, and felt my power. I mean both physical, earthly power, and the divine power inside of this body, this light brown, big, queer, glasses-wearing body. It wasn't ego. It was sitting with what is and finding beauty. And now no one could take that from me, however they might regard my body. I was a pleasure unto myself. I was guaranteed delight in my own hands and my own eyes. When my body feels good, my life feels good, and I want to keep going. So this text for me is the journey that I'm on right now. Because being a white passing BIPOC caused a lot of confusion externally and internally, as people only react to my body and my sexuality when they find out I'm Latina. They first look me up from head to toe and go, oh, I see it. Yeah, the curves, the body, Or I'm like, if you didn't see it before, you still don't see it now. Right. Like, it's not. We come in all colors, and that sparked kind of the question of how, you grow up in a white society as a BIPOC, and you grow up with still very white defined beauty standards. I think that's where a lot of it starts, the decolonizing. I grew up with the image, okay, what's beautiful? A thin, white, blonde, straight-haired body. And I was surrounded by people like that in school. I'm absolutely not saying that that's not beautiful. It is. But it's kind of the epitome of beauty and what you're supposed to strive to be. And that's very damaging, that because growing up you don't fit into that. And to me, where desire starts is seeing yourself as beautiful, or coming to a place where you feel your body. Okay, this is where I am, this is where I start, and this is where I end. And a lot of people don't have that, because you spend so much of your life trying to fit in to this white and even colonialist way of looking, because when colonialism came around, so did the idea of gender for a lot of people, being that
BIPOC were often seen as genderless because gender was only for white. If you were black, you were a thing, you weren't a person. To now fast forward to now, where the beauty standards are a big ass, big boobs, big lips, the connotation of, for example, black bodies, where it's suddenly this super, super sexualized way of viewing a group of people, and it also being very harmful to white Finta. I can't speak for you, but I can only imagine of this like back and forth with body images and not knowing where you fit in. I don't know, I kind of want to throw the ball back to you and ask how that... Yeah, I mean, most certainly it's very different since I'm not only passing, I belong to this white group. So I only can say that, like, still having these beauty standards, it's harming, you know, because in a way almost no woman fits in, or also men. I mean, beauty standards are for both, for all gender at some point. And so it's not easy in that way, but it's certainly, like, I didn't have to deal with racism, so I didn't suffer from this, or I was not hurt or had to first fight against this. Also, like, understand that it's again about decolonializing things that I have to deconstruct first, things or structures, before I actually can rebuild something where I feel good or comfortable. And yeah, for me at the moment, the thing for me is this female gaze, this male gaze. I'm also questioning this cis gaze, which is coming from, like, most people are born with a certain sex and they also identify, and then we have trans people, and like the cis gaze is very dominant and causing a lot of troubles as well, because I don't know, I'm not sure if I ever met a person who actually felt all the time, you know, amazing in their body, was just perfectly fine, didn't struggle in any way, and based on this also was able to have pleasure, you know, coming back to Lust at some point. Ja, ich glaube, es ist eine ganz andere Ebene, in der Lust für mich auch problematisch ist. Im eher weiblich gelesenen Kontext, in dieser Male Gaze, der unfassbar anstrengend ist. Aber dann gibt es ja eben noch diesen Kolonialismus, gibt es nicht mehr Kontext, was irgendwie schwierig ist, dann auch noch einzuordnen. Yeah, I think that's a very, like, the male gaze and the female gaze, and there's also the white gaze, Right. where things are constipated and are made for the understanding of white people, mostly white cis men, and if it doesn't fit into that, it doesn't make sense. And it goes the same way of bodies and this fetishization, and it's kind of idea that, you know, when I talk to BIPOC friends about dating, for example, I hear a very similar discourse of, you don't feel like you're seen and you're full. The desire kind of spreads itself more to your experience as BIPOC, or to the way you look, the way your body is, and you never feel fully, I guess, safe. And even with my partner now, I always have to reassure myself and
he always has to reassure me that it's not a fetish thing, you know. It's because there are people who exclusively date one race or one ethnicity, or painting people as super like powerful and always like sensual and Giving the movement. and that, and not feeling, okay, I have to fit into that, and that's my experience, especially as I'm not speaking very much about being Arab, but that's a completely different topic. But this one very present, like Latinidad, of dominating this sexuality, like, oh, you're such a spicy this and that, and which is cool. I said, thanks for seeing me as spicy, but that's not because I'm ethnic. Yeah. You know, it's I guess it's maybe because I'm me, and deconstructing that, learning from that, and learning that I don't have to be female, or I don't have to be a hot Latina to be desired, to, you know, I can be just me, just non-binary, just, you know, whatever, away from gender and sexuality, to be desired, also for my mind, and for what I say, what I do. And yeah, I think that's my experience with, or the beginning of this journey of decolonizing kind of my beauty standards and my standards for desire. That's where this is where I'm at. And I don't know, I mean, I know that there's people who are so much further than me, and this kind of like sparked my interest in reading about it, because I'm someone who I experience things and I learn from that. I'm not a very like academic person in that sense, where I don't really like read a lot of papers about things, because I get bored very easily. Fair enough. But now I'm kind of thinking, okay, no, I actually have to read what people who are doing the work for me, for themselves and for other people, and hopefully that'll lead me to a place of healing, which again brings me back to Lust and Arbeit. And I feel like once I've come to that place where I've fully healed and fully come into a space of awareness, and that I can just like break free from everything and just have Lust and define that as whatever I define that as. Yeah. I think everyone's on that journey, and I think it would have been interesting to talk about healing as well. Lust and healing. Point. Yeah. We can do this the next time. Yeah, next time we can look at that. So actually it's also an invitation to all of you to read, to engage yourself, like start questioning your sexuality, start questioning why do you feel lust, and when and where, how do you connect it with your body, with other people, what are your expectations, and listen to people who have different desires, or who suffer from different gazes and so on. Do you mind if we close this circle for this morning? I don't mind. Okay. Yeah. Do you have any questions, or do you want to share something about your... I do have a question, yes. Okay, please. Maybe, like you once said that in your journey to Lust, that you needed maybe to... Who no, is you, me, and then it will go on, but that you then maybe needed another language also as a tool to discover that Lust. And I think this is very interesting, this language topic. And then it brings me to you. I don't know
a lot about you, but as I now know that you are somehow Latina, maybe you speak Spanish, maybe you have an Arabic language that is also with you. Of course, there's English, and this is something I'm interested in. How is your lust, oder wie ist deine Lust in der Sprache verankert? Was gibt es für Unterschiede in dem? Also gibt es das? Weil ich glaube, Lust ist ein Thema, aber ich glaube also eben, das ist ja ich glaube, das ist eine Frage, die man in verschiedenste Richtungen stellen kann, wie Sprache natürlich auch eine Realität schafft. Und aber ich finde es jetzt, weil zum Beispiel über Schmerzen nachdenken oder reden, ist eine Art auch schwierig, weil man irgendwie versucht zu beschreiben, aber man kann es eben nicht irgendwie so vermitteln, man hat einfach das Tool. Und dort finde ich, gibt es auch immer für mich auf jeden Fall eine Verbindung zur Kunst, weil man kann ja über Kunstwerk reden, wenn man will, aber man kann auch einfach das nur anschauen oder irgendwie erfahren, körperlich, mit dem Sinn. Genau, und das würde mich noch wundern, inwiefern das Spruch jetzt bei dir, keine Ahnung, wenn du eine Fremdsprache redest, wie zum Beispiel Englisch, oder, weiß nicht genau, oder für dich, wo vielleicht noch eine andere Muttersprache hat, auch wie das so, dass es dort so einen Moment gibt, den du spannend findest. Okay. Ja, mega gute Frage. Also irgendwie, wie du sagst, dann in Bezug auf Kunst, ist wie so ein bisschen der Punkt von braucht es Sprache oder wie weit braucht es Sprache, weil viel ja Erleben ist und darum, ich glaube, haben wir auch so fest von uns her geredet, weil das können wir erzählen oder irgendwie versuchen in Worte zu fassen und alles andere ist so ein bisschen aus dem Lehrbuch oder auch wie nicht bekannt. Es ist insofern mega wichtig oder das Bedürfnis, dass die Sprache genauer wird und wichtig ist, weil wie anders können wir ja vermitteln oder kommunizieren. Also wir können schon, darum gibt es ja ein Filmfestival, darum gibt es eine Kunstausstellung, um die Gefühle irgendwie so weitergeben, dass die Assoziationen dann bei den Menschen einfach so anklingen, wie sie damit schon sind oder sich fühlen. Aber so viel auch jetzt in Bezug auf eine Klitoris und was das Organ bedeutet, was es gibt, wie Selbstbefriedigung funktioniert, für das braucht es eine Sprache. Also man kann sagen, okay, berühre diesen Teil von diesem Organ, du kommst in eine bestimmte Richtung, emotional, körperlich. Es ist mega schwierig, auch erotische Texte zu schreiben oder die Sprache zu finden, dass sie vielleicht nicht gerade mega, ja, es ist eine Kunst, dass es vielleicht nicht gerade einfach krass vulgär ist, was auch toll kann sein. So Porn-Texte, aber dass wie die Feinheiten, all die Ebenen, dass die sind, also das ist mega intensiv in dem Sinn, das zu finden. Auch eben die Sprache verändert sich ja ständig. Wir suchen neue Wörter, wir sagen in der Vulvalippe und nicht Schamlippe, weil die Scham hat einfach nichts damit zu tun, wie eigentlich unsere Lust soll verknüpft werden oder verbunden werden. Wir können auch richtig Gender-Ständchen, Doppelpunkt, also gendergerechte Sprache gehen. Ich mache das Kapitel nicht auf, sonst bin ich dann sehr enthusiastisch und lang am Reden, aber es ist mega wichtig und zum Beispiel, ich habe ganz am Anfang gesagt, Sprache in dem Sinn, ich bin ins Englische gegangen, um mehr über Lust herauszufinden, um auch Identifikation zu finden, um überhaupt Bücher, also ich bin ich bin tendenziell akademisch, aber ich mag es mit Texten mich auseinandersetzen, um dann das auch zu adaptieren und es war dann so die Mischung von kann müssen Literatur finden, um den Kopf auch wieder aufmachen und sagen, stimmt. Und nachher geht es aber mega fest auch in ein Nonverbales rein, also ausprobieren, ausleben und dann merken, okay, shit, das geht nicht. Oder ich verstehe das Konzept polyamoren Kontext und will das nachher wie auch kommunizieren oder ausleben und es ist nochmal etwas ganz anderes, eine Sprache für das zu finden und können die Sensibilität haben, das Framing zu haben und einfach auch die Wörter können sagen, so fühle ich mich. Es ist mega schwierig zu sagen, so fühle ich mich gerade. Der Gedanke ist noch nicht abgeschlossen, aber ich bringe das jetzt mal in den Raum rein, weil von dem muss man weitergehen. So. Also von dem her, Sprache ist so wichtig in dem Sinn, zum Lust geht. Vielleicht zu dir. Ja, also Sprache, ja, ist ein sehr grosses Thema in meinem Leben. Also es ist, kann viele Sprachen, die gleichzeitig in meinem Kopf passieren. Und das ist eigentlich lustig, dass es so ist. Also,
auf Englisch kann ich mich am besten, am freiesten ausleben, so, weil ich mit dieser Sprache aufgewachsen bin. Also das ist wie so die neutralste Sprache in meinem Kopf. Und zum Beispiel in Spanisch, ich komme von einer sehr konservativen peruanischen Familie. Und das widerspiegelt sich in der Sprache. Also ich rede einfach so Standard Spanisch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, talk dirty to me in Spanish. Hola. Limpia tu cuarto. Das ist eben recht lustig. Weißt du, ist die Frage, weil, und Arabisch kann ich leider nicht, noch nie. So, weil, ja, also das ist auch viele Sachen, die dort drin gespielt haben. Also Arabisch wüsste ich überhaupt nicht. Also ich könnte nicht einmal ein Wort sagen. Darum ist für mich meine freiste Sprache Englisch und Deutsch auch so. Aber ein bisschen weniger. Also ich finde es auch recht spannend, weil ich finde, deutsche Sprache, ich finde es so eine spannende Sprache, weil eben so akademische Texte und so sind für mich komplett nochmal eine andere Ebene, wo ich habe das Gefühl, ich kann es auch nicht anlängen, weil es ist so irgendwie so viele Wörter und so, ja, komplex und so. Darum lese ich auch sehr wenig auf Deutsch. Und das ist für mich eine sehr enge Sprache, aber gleichzeitig hat es 1000 Wörter für 1000 Sachen. Also es ist sehr, nicht meine freiste Sprache, aber ich rede sie fließend. Ja, noch eine Frage zur Sprache. Sprache ist ja etwas, was man auch kann mit beeinflussen, mit gestalten, mit wuseln, mit was auch immer. Ist das bei euch ein Thema? Also prägt ihr die Sprache auch aktiv? Also erfindet ihr täglich neue Wörter oder neue Formulierungen oder spekulative Formulierungen, so wie wir das in der Kunst fast immer machen? Also das Kunstwerk hat einen Titel, man weiß nicht genau, was es ist. Es brodelt, es macht. In akademischen Texten findet man das auch, also irgendwelche, im besten Fall 2 Wörter zusammenwuseln zu einem neuen und dann erklärt man es in einem ganzen Buch. Ist das jetzt in eurem Umfeld, also der Lustigkeit besser, was sich ja auch irgendwie das Positionieren und Ausdrücken, also muss da, ist das ein Thema? Also erfindet ihr Sprache oder braucht ihr das als Tool? Ja, also bei mir ist es eher der Fall, dass ich vermische Sprachen und darum wird es eine neue. Also Englisch ist bei mir Alltag. Ich glaube, erfinden in dem Sinne, ich tue auch selber schreiben und also Poetry und so. Und in dem Sinne finde ich auch so neue Wörter oder neue. Ich glaube, es ist bei mir eher neu, Wörter zu benutzen, weil ich meistens auch also im Alltag nicht genau weiss, wo das Wort passt, aber für mich tönt es, als ob es irgendwie so wird passen, darum benutze ich es so. Dann finden Menschen, bist du sicher, hast du das sagen? Ja, doch, ja. So, das ist so bei mir, wie ich die Sprache, habe ich das Gefühl, präge und halt auch eben sehr mit dem Gender-Diskurs und Pronouns so. Das ist jetzt so ein bisschen die Welt, in der ich mich ein bisschen bewegen muss. Also bei mir sind es gerade keine, aber es kann sein, dass ich auch eins erfinden könnte. Das ist eben das Spannende. So weit bin ich jetzt auch nicht, aber vielleicht kommt es irgendwann zu dem. So.
bei mir persönlich ist es jetzt nicht unbedingt, dass jeden Tag neue Wörter kreiert werden, irgendwelche Neologismen oder auch, wie du sagst, 2 Wörter zusammensetzen und dann that's it. Können Menschen damit klarkommen oder ich schreibe ein Buch dazu. Es ist mehr, ich bin mit Glitter eigentlich verknüpft, das ist so ein bisschen das einzige queere, also nicht so ein bisschen, es ist das einzige queere Magazin im deutschsprachigen Raum, wo queere Literatur seit auch 4 Jahren jetzt verarbeitet und dort habe ich ganz am Anfang ein Wort gefunden, Körpern, also wo eigentlich das Nomen von Körper wird als Verb dann verwendet, miteinander körpern, wo bei mir sehr viel aufgemacht hat, wo ich schön gefunden habe und auch in die Richtung mehr gang oder denke, also das Deutsch ist mega strukturiert und starr und also überhaupt nicht flexibel in dem Sinn, aber lädt doch auch ein, um viele neue Wörter zu brauchen oder auch umzubenennen, umzukonnotieren so. Und von dem her, es ist mir eigentlich gerade so ein Schritt nachher, es gibt neue Wörter oder neue Konnotationen und ich würde jetzt einfach nicht mehr Schamlippen sagen, sondern Vulvalippen oder versuche mehr mit Zirkulation zu arbeiten, anstatt anstatt Penetration und einfach so und das dann aber sehr, sehr proaktiv oder manchmal auch sehr nervig dann im Umfeld verwenden, dass ich einfach viel korrigiere, auch das Innen immer wieder so ein bisschen meine Geschwister, die reingeschoben haben. Ich glaube, mein Bruder hat mich gerne ab und zu gewürgt in den letzten 3-4 Jahren, wo wir das Fest gemacht haben mit der Familie. Und von dem her, es ist sehr ein aktives Sprachmitformen, in dem ich mit Menschen darüber rede, sehr ausgiebig, meistens sehr freundlich und einfach so ein bisschen auch Education in dem Sinn mache, weil ich sehe, wie fest Sprache, ich meine, das SRF ist gerade am Gender-Sternchen und Doppelpunkt diskutieren. Wir haben immer mehr Museen, die mit Doppelpunkten kommen, auch Universitäten und das ist schon so eine Signalwirkung, wenn eine Zeitung auch anfängt, über das zu schreiben, sage jetzt auch nur halt, wenn sie streiten und finden, nein, machen wir nicht, aber es kommt an. Und das sind so, also es passiert viel und darum Sprache, es ist wirklich, wir haben ganz viel Macht, indem wir das anders verwenden und konnotieren und es passiert, glaube ich, bei mir viel auf dieser Ebene und vielleicht noch zu Luststreifen, ist mega fest, wie wir kommunizieren. Also wie benennen wir gewisse Sachen, wie benennen wir gewisse Spaces, welches Vokabular haben wir inne, weil damit definieren wir einen bestimmten Raum und geben auch eine bestimmte Richtung vor, die auch mega fluid ist. Also es ändert jedes Jahr. Luststreifen ist nicht ein starrer, queer, feministischer Ort und that's it, sondern es erfindet sich auch immer wieder anders oder neu. Aber es ist auf jeden Fall auch da, um eine Stimme klarer hervorzuheben oder zu sagen, das ist jetzt gerade etwas, was uns wichtig ist. So. Ja. Ich war da gerade auf das Plakat, das letztes Jahr ist. Das mit den Schnecken. Es ist einfach, also ich finde es eine schöne Verbindung von eben Spruch, aber auch Bild. Und in einer Stadt oder einer Gemeinschaft. Mir ist es auch aufgefallen und ich merke ja genau so Momente, wie ich irgendwie so durchlaufe und sage, okay, da ist ein Golf beworben und da ist die neue Ausstellung gibt. Picasso in Fontaine Bader und so. Und dann ist es recht langweilig alles, weil man es auch immer irgendwie schon kennt. Und das ist mir aufgefallen, das Poster. So die Bildsprache. Einfach einmal Lust. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das Bild wirklich ist, aber einfach Lust, dass das so explizit dort steht. Ja. Und dann finde ich das andere, weil auch lustig mir aufgefallen ist, es gibt einen Sprayer, der heisst dann, oder sie, oder nennt sich auch als Tag oder Lust. Und das finde ich eigentlich, es ist so, also es ist jetzt auch sehr persönlich, ich gehe das immer gerade so an. Aber spricht die an, das kommt die so ein bisschen an? Ja, nein, ich merke irgendwie, es ist fast ein bisschen unverschämt in der Stadt. Oder? Und das finde ich eigentlich noch gut. Das habe ich auch beobachtet bei Tags, wo ich so einen Hintergrund habe von einer Illustration, sage ich mal. Irgendwann hat es einen Moment gegeben, wo man von Englisch auf Deutsch geswitcht hat. Und es hat relativ viele Wörter oder so Aliases gegeben, die dann auch mit Gefühlen zu tun haben, also Angst. Also es gibt Angst oder Angry oder jetzt in Englisch, aber Lust. Das sind anscheinend Aliases, die etwas auslösen. Und ich behaupte, das ist eine Strategie von Graffiti, dass es auch vom Namen her etwas auslöst. Also man gibt sich nicht einen Familiennamen, nicht einen geläufigen Vornamen, sondern einen Namen, wo gerade wieder das Gefühl assoziiert. Ja. Zum Beispiel.
Körper. Ja. Und gut, das wäre doch, es ist mir aufgefallen, dass Sprache im Graffiti schlussendlich auch sich weiterentwickelt hat von einem simplen Tag und einem simplen Tag eigentlich auch zu einer Aussage. Ja. Ja. Dann können wir es einfach machen. Und was zum Beispiel was ich bei Körpern interessant finde, das ist als Parallel auch in der Kunst gibt es so Kunsten als Prinzip von es kunstet oder wir kunsten. Oder es ist nicht es ist kunstet worden. Kunst, sondern es kunstet. Auch als performative Angelegenheit, die unter Umständen Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart verbinden kann. Und eben der Status von einem fixen Teil mit einem fixen Konzept eigentlich Von diesem Beispiel jetzt geht es mir gerade wahrscheinlich auch noch wie dir. Wenn ich Kunsten höre, dann denke ich, oh Gott, ich muss Englisch haben oder irgendeine Sprache. Genau. Art. Ja. Ja, es ist ja immer eine Art von Emanzipation oder von seiner Auf jeden Fall. So, dann hilft einem Spruch natürlich auch. Ja. Und auch Switching. Genau, oder auch einen eigenen Spruch erfinden oder eben auch ein eigenes Medium. Ja. Und auch schon viel oder einfach auch eine Form von Sprache. Sprache ausgrenzen, Sprache auch zu fest definieren. Ja, auf jeden Fall. So einen Vorgang, Kunsten oder Lusten vielleicht. Werden ganz viele Agencies eigentlich vielleicht eingeschlossen, die man einfach vielleicht nicht kennt, dass es vielleicht auch okay ist, dass man es nicht kennt. Ja. Oder eben so, es gibt wieder, es öffnet den Raum von, man macht mit dem Wort, was man gerade als Assoziation hat und nicht, logisch Lachen ist definiert seit Jahrhunderten und Palim, sondern ja, man muss schauen, was man damit macht oder anfängt. Genau, und aber auch Verantwortung halt übernimmt in dem Moment vielleicht, oder einfach sagen, oh, ich kann keine übernehmen, oder dass es einfach wie mitschwingt. Also mir fällt das einfach auf wieder, wenn man dann so Sprachgebrauch, also jetzt wie die Welt eigentlich Ja, das ist spannend. Ja, das ist cool. Vor allem, weil ich meine, ich habe das Körper und Lust und Kunsten, das ist für mich alles ganz neu. Ich habe jetzt wieder etwas gelernt. Ich habe nicht gewusst, dass es so die Wörter, dass es so die gibt. Und dann haben wir immer sehr offen, wie die Sprache neu zu entdecken. Das Deutsch, das Starre, wenn es einem beigebracht wird, ist es halt so sehr, hat man das Gefühl, es ist eine sehr starre, steife Sprache, aber dann kommen immer so Sachen und ich denke mir, eigentlich, es ist eine Sprache, man kann damit machen, was man will. Ja, vor allem man kann nerven. Also ich finde das super, der nervt halt mal, aber das ist vielleicht so etwas auslöst, das ist ins Rollen bringt, ganz genau. Das ist halt Aktivismus nicht bei einem Manifest auf. Nein, es muss unbedingt aktiv werden. Es gibt viel fluidere, viel dynamischer, viel ja, ich glaube, durchgeknalltere Formen. Ja, mega. Ich glaube, darum sind Festivals also eine wahnsinnig tolle Plattform, weil man dort die Möglichkeit hat, Kunst zu zeigen in Filmform, in gemalter Form, in auditiver Form und dass sie dann mit Leuten kommen und sagen, ich habe noch nie über das nachgedacht oder Körper, what? Und dann das vielleicht googeln und es kommt genau nichts oder was auch immer. Also so, aber es ist wie, es macht dann eben auch die Diskussion auf oder der Raum, dass darüber geredet wird und nachgedacht wird. Und es gibt ja oft also dass der Widerstand von, wir zeigen manchmal Porn, wo einfach die Leute rauslaufen. Sie finden, das ist nicht meine Realität und wo vielleicht auch nicht offen dafür waren. Oder ich hatte einmal mit einem Mann zu tun, der mega empört aus den Porn-Shorts rausgekommen ist und gefunden hat, ja, also, warum macht ihr das? Und warum habt ihr so Filme ausgesucht? Und es war so, was hast du erwartet? Und er ist eigentlich gemeint, er geht jetzt in eine Mainstream-Porn-Session rein und ist dann einfach überrascht, dass er fette Menschen, viel Latex, viel Lust, viel Trans-Visibility erlebt hat, wo einfach so mega überfordert hat. Und finde ich fantastisch. Also es soll unbedingt passieren, weil... Ich will etwas anderes fragen. Ja. Wir sind ja hier Lust, Lernen von Lust. Und ich meine, ich gehe jetzt auch nochmal zu dem zurück, aber Lust auf Deutsch und Lust und auf Englisch, was heisst es für dich? Was ist denn der Unterschied?
das ist eine sehr gute Frage. Lust. For me, is to lust after something, it's something a lot more... Craving? Yeah, but for me, lust is much more sexual. I use the word desire as well. Because if you desire something, it's a bit less sexual. You can, I don't know, desire to fulfill something in your life, you know, whereas for me to lust after something is something very like, I kind of imagine like a one of those like big cats, like a panther, like crawling towards something. That for me, that's what lust is to me. You know, that's what comes into my mind. Yeah, and also like translating lust into English was for me also a bit like tricky. Yeah, pleasure, desire, to lust. I actually didn't use the word lust at all. I'm kind of surprised at myself. Yeah. But I now have to think all the time I should have sex with people whose language I do not speak. Yeah. Just as an experience, you know. I mean, just as experience. No, it would be very interesting to experience that moment. But like on a verbal level as well? No, actually no. But I guess also, I mean, there are the cliches such as a Latina acts like this or like that, and then, you know, you play with it too, I guess. Yeah. I mean, it is very, I mean, I have this other topic. So I was working together with people who suffer chronic pain, and then I somehow thought it would be maybe helpful to lose the language, to somehow also forget about it, or like, you know, to describe put it the somewhere pain. else. Exactly. And then I figured out that there was a therapy group where nobody had German as a mother tongue. And even they were not even speaking German at all. Yeah. And it was so nice because, you know, there was immediately an art of communication happening that was not really, you know, that schublatisiert maybe. And you really had to invent moments to communicate through a kind of language. And that's something I'm very interested in. Yeah. And the same with Lust or Lust or, was heißt das auf Französisch? Plaisir. Plaisir. Aber ich sage Plaisir. Il y a Lust. Oui. J'ai envie. J'ai envie. Ich habe avoir envie de quelque chose. Das sind ja, also ich meine, das ist ja das, irgendwie keine Ahnung, so Menschen, indigene Menschen im Norden, die irgendwie, weiß ich, 20 Wörter für Schnee haben. Das ist ja so das Beispiel, oder? Ich habe noch eine Frage. Ihr sagt Lernen von Lust. Warum habt ihr nicht über Lust gewählt? Oder was ist der Gedanke von Lust gewesen? Also, wir haben uns so nicht überlegt, eigentlich. Guter Punkt eigentlich. Also, von ist eher auch, weil wir nicht überlegt haben, oder ein bisschen Begegnung suchen. Aber in der Kunst sagt man manchmal, dass es durch die Kunst ist. Lernen durch Lust. Sind sehr aktiv. Ja. Ich sehe es eher als, es ist vielleicht schon eine binäre Situation, aber ich finde es toll, irgendwie diesen Begriff zu haben und dann kommt etwas von diesem Begriff zu mir. Und darum ist es, glaube ich, eher von als über. Ja, also ich bevorzuge von. Durch hätte ich auch spannend gefunden, wobei dann wäre es vielleicht sehr körperlich geworden oder sehr aktiv, proaktiv durch Lust lernen. Aber über wäre dann auch wieder so das sehr akademische, wir gehen jetzt nicht mehr her und lehren über XY. Ja, also über ist eigentlich für mich jetzt weniger die Frage, weil es so ein Overview-Gedanke ist genau. und nicht ein Drinnen-Gedanke. Genau, und von ist man receiving something. Und in diesem Kontext ist vielleicht Pilz Welle Lust, ich meine, die erste Konferenz heißt von Fungi und Fungi als Spezies, wo irgendwie gleichgestellt ist, oder wo man eben das Wort dem Pilz gibt. Also ich glaube, es ist ein bisschen diese Historie. Ja, dann haben wir so ein humanistisches Verständnis von Pilz, also Human Pilz, also wir
das ist so ein bisschen der Klassiker, also Ja, schon fast genau. so ein bisschen oldschool. Wir schauen die Pilze an, kommen irgendwie rein, aber schlussendlich mit der Ausstellung ist es dann etwas anderes geworden, also das transformiert sich auch. Ja, Aber spannend. Es ist eigentlich schon interessant, was sind die Standpunkte, oder was auslöst. Also voll kann auch ausbeuterisch sein. Genau. Ja. Aber das ist ja auch noch spannend. Genau. Ja. Ja. Ich muss mega dringend aufs WC. Ich glaube, wir sind Ist auch. das für euch gut? Ja, Ja. Danke vielmals, sehr spannend. Danke euch. Ja, danke vielmals. Ja, danke euch. Wir können Pause machen, Ja. Ja, prima. Super. Also, merci. Danke. Danke euch. Toll. Now I'm awake.